Im heutigen Video habe ich das große Glück, mit dem brandneuen Airbus A350-900 von Swiss fliegen zu können. Dieses Flugzeug verfügt über die ganz neue Sitzkabinenkonfiguration Swiss Senses. Ich werde in der Business Class fliegen. Der Flug geht von Zürich über den Atlantik nach Boston. Vor dem Flug zeige ich euch aber die wunderbare Lounge in Zürich, den kompletten Service an Bord sowie die Einwanderung nach Amerika mit der Passkontrolle. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade am Flughafen Zürich angekommen und ich habe heute das Riesenglück, ein 0 Jahre altes Flugzeug zu testen, nämlich den Airbus A350 von Swiss mit der Swiss Senses Business Class. Und jetzt muss ich aber erstmal zum Terminal, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ich bin jetzt gerade hier und ich muss zu Terminal E. Wir sind nämlich gerade aus Hannover gekommen und jetzt geht es erstmal zur Passportkontrolle. Ja, erstmal Passportkontrolle. Okay, Passport drauf. Halte still. Ich halte still. Einmal Gesichtskontrolle und nun geht's zur Sky Metro. Dann herrscht ein bisschen Ruhe. Jetzt war erstmal Action vom Umsteigen, weil wir standen auf dem Rollfeld mit dem Bus, weil der Bus keine Vorfahrt hatte. Und da haben wir jetzt schon ordentlich Zeit verloren. Ich habe jetzt gerade noch 45 Minuten, bis ich dann zum Boarding muss. Weil ich möchte euch ja noch die Lounge zeigen. Weil die Lounge hier am Terminal E ist einfach super. Und nun kommen wir zur Sky Metro. Sie ist gerade nicht da. Aber sie wird bestimmt gleich kommen. Ach, da oben ist ein Timer. In 3 Minuten kommt die nächste erst. Wir sind richtig. Gates E. Dort stehen die Zeiten, die man zu den einzelnen Terminals braucht. 15 bis 20 Minuten. Warum brauche ich denn so lange? Ich möchte aber gern noch loungen. Und hinein. Sky Metro. Wir sind gerade hier und wir fahren dahin. Ihnen einen guten Flug. This train takes you to Gates E. Thank you for traveling via Zurich Airport. We wish you a pleasant flight. Cette navette vous conduit aux portes d'embarquement E. Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons un agréable vol. Jetzt habt ihr die Ansagen in Englisch und Französisch gehört. Aber was etwas schade ist, hier sind keine LED-Leinwände mehr. Wann kommen die denn? Da sind sie. Das sind 432 LED-Sticks, die dafür sorgen, dass man ein flüssiges Bild hat. Die Sky Metro wird übrigens lediglich von einem Kabel gezogen. Oh, da muss ich hoch. Das ist jetzt ein bisschen weiter. Aber ich bin richtig. Gates E. Mal gucken, ob die 15 bis 20 Minuten stimmen. Zeit läuft. Terminal E ist nämlich wie eine Insel. Man kommt nur mit der Sky Metro hin, weil das Terminal steht einfach mitten zwischen dem Rollfeld. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort war oder ob es Vorfeld heißt. Klärt mich doch mal bitte auf. Okay, wir müssen nach rechts. E34. Los geht's. Und da steht es auch schon, Lounges. So sieht es hier aus. Ein Switzerland-Laden und noch ein Duty-Free-Shop. Ist ja richtig leer hier. So, und da sehen wir links Flugzeuge, rechts Flugzeuge. Okay, einmal rechts die Treppe hoch. Swiss Business Lounge. Wie praktisch. Hier ist schon unser Gate, E34, und da ist unser Flugzeug. Da hinten noch einmal um die Ecke. Und da ist der Eingang. Lounge gefunden. Oh, hier gibt es noch Schweizer Uhren. Cool. Breitling. Da ist der Service Desk. Wir kommen jetzt in die Lounge und dann gibt es gleich noch mal eine Passportkontrolle. Das Schöne ist,
dass wir jetzt schon die Passportkontrolle gemacht haben und dann brauchen wir am Gate nicht mehr in die Kontrolle. Super Service. Danke, Swiss. Und jetzt geht's los. Loungen. Ich suche mir einen schönen Platz. Ach, hier ist schon ein bisschen Essen und Getränke. Alles voll. Das ist riesig hier. Da ist noch eine Anzeigetafel. Hier sind Büros. Hier sitzen schon ganz viele Leute. Da arbeiten fleißig Leute. Da gibt es Kaffee. Hier gibt es teure Uhren von Breitling. Schon schön hier. WLAN gibt es auch. Da gibt es einen Wi-Fi-Code, den kann man sich ausdrucken und sich einloggen. Ach, wie schön. Da hat mir jemand ein Glas hingestellt. Das war wohl meine Begleitung. So sehen die Sitze hier aus. Und dazu gibt es dann auch noch Steckdosen, alle möglichen. Und zieht euch den Ausblick rein. Da ist das Rollfeld. Ich sitze nun gut und jetzt ein bisschen Pause. Prosit auf ein angenehmes, kurzes Warten. Das Glas ist ein bisschen sehr voll. Ich führe euch noch mal ein bisschen rum, weil hier gibt es nämlich noch einen Ruhebereich. Hier sind noch so schöne Liegen. Hier, da kann man es sich noch richtig gemütlich machen. Mit Ausblick auf das Vorfeld. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Da finden wir nämlich unser Flugzeug. Da ist unser Flugzeug. Man erkennt leider nicht viel, aber es ist da. Im Sommer kann man noch draußen sitzen. Richtig, richtig cool. Ach, weil es so schön ist, drehen wir doch noch mal eine Runde ums Buffet. Hier gibt es alle möglichen Sachen zu essen. Aufstrich, Mandeln, diverse Salate. Hier kann man auch noch schön sitzen. Oh, hier ist noch eine Küche. Was wird denn da gezaubert? Da ist erstmal Brot, ein Pott. Oh, hier ist gerade nicht so viel. Da ist noch was Warmes. Und ich bin wieder an den Getränken und am Kuchen angelangt. Kirschschnaps, alkoholfrei. Cola, Bier, Eichhof. Da gibt es noch mehr Bier. Und hier haben wir Wein, das gute Rivella. Das ist so Schweizer Nationalgetränk. Und hier ist noch Hartspritz. Ihr seht, hier kann man es aushalten. Gerade ist es zum Glück nicht allzu voll. Ich genieße das. Auf geht's! Los zu Gate 34. Als wir vorhin die Sky Metro genommen haben, da stand ja ca. 15 bis 20 Minuten Weg zu Terminal E bzw. zu den Gates. Das passt, wenn man normal geht. Wir sind sehr, sehr schnell gelaufen, weil wir halt wirklich nur eine halbe Stunde Zeit bis zum Boarding hatten. Und ich wollte euch gerne noch die Lounge zeigen. Also die Zahlen, die da stehen, kann man tatsächlich verwenden. Hier ist nochmal die Passportkontrolle, die wir aber schon gemacht haben. Wir gehen einfach gleich in die Check-in-Line für Business Class. Boarding geht los. Man bekommt in der Lounge, wo die Passportkontrolle war, einen blauen Stempel und der sagt, Passport ist okay, also rein mit uns ins Flugzeug. Auch hier gilt, Leute, die Unterstützung beim Einsteigen brauchen, kommen zuerst, also Leute im Rollstuhl. Auf geht's. Das Flugzeug ist nicht mehr weit. Swiss mit der Wanderlust Folie. Und hinein ins Flugzeug. Wir befinden uns ja gerade in Zürich, einer der größten Städte der Schweiz. Und von dort aus fliegen wir jetzt knapp 6000 Kilometer in Richtung Westen
nach Boston. Da seht ihr es schon einmal quer über den Atlantik. Und hier ist schon Boston direkt am Wasser. Hier kommt nur ein kleiner Überblick, wie denn die Business Class hier aussieht, weil es war sehr voll und laut. Da ist mein Platz 5a. Das ist ja eine ganze Kabine. Wahnsinn. Schaut euch das mal an hier. Decke liegt auch schon parat. Alles frei. Ist das schön hergerichtet. Amenity Kit. Schön verpackt. Gemütliches Kissen. Da mache ich doch mal einen Sitztest. Ich habe so unfassbar viel Platz. Das ist übrigens der Privacy Seat. Sitzbreite-Test. Naja, ist ja keiner neben mir. Beinfreiheit-Test. Unendliche Beinfreiheit. Und da ist ein schöner Swiss-Bildschirm. 5a. Ich drück mal hier. Yeah, da kommt ein Tisch raus. Na, mit dem beschäftigen wir uns später, wenn es denn Abendessen gibt. Hier kann man wohl noch ein bisschen was hinstellen oder ich lege meine Füße hin, wenn ich schlafe. Hier muss man sich erstmal zurechtfinden. Hier ist noch ein Tablet, das ist bestimmt später auch an. Da sind noch ein paar Knöpfe. Hier kann man irgendwas ablegen. Da kann ich mein Handy laden. Hier sind diverse Steckdosen, USB-Ports und eine US-Steckdose, Wasser und Kopfhörer. Und hier kann man wohl was kaufen. Okay, der Service beginnt jetzt schon. Ich habe hier einen Cocktail mit Cocoa, sagte man. Man konnte mir nicht genau sagen, was da drin ist, aber ich probiere ihn. Prosit auf einen angenehmen 8-Stunden-Flug. Minze. Schmeckt gut. Das artet ja jetzt in Arbeit aus. Hier kommt schon die Menükarte. Ich habe Essen vorbestellt. Ich habe ein Rinderfilet bestellt. Mal gucken, wie es später in echt aussieht. Ich habe nicht nur ein Fenster, ich habe sogar 2 Fenster. Das ist schon verrückt, wenn ihr hier einsteigt. Es gibt so viele Eindrücke auf einmal. Alleine, dass ihr diesen Sitz, diesen Privacy-Sitz für euch alleine habt und eine ganze Koje für euch alleine habt, ist für mich komplett was Neues. Um in Amerika Strom zu bekommen, beziehungsweise im Flugzeug, braucht ihr das Teil hier. Einen Adapter von US-Steckdose auf europäische Schuko-Steckdose. Und so sieht es hier aus. Jeder hat seine eigene Koje. Den Privacy Seat schauen wir uns ja ganz genau an. Der war übrigens kostenfrei zu reservieren. Jetzt kommen noch 3 andere Sitze, die kostenpflichtig sind. Zum Beispiel der Extra Space Seat. Und dann gibt es noch das Extra Long Bed. Hier sind noch ein paar schöne Bilder. Und als Finale die teuerste Kategorie, die Business Suite. Die kostet, glaube ich, sogar 500 €, um es zu reservieren. Ich werde ja immer etwas unruhig, wenn es Turbulenzen gibt. Und ich möchte euch gerne mal die Wolken zeigen, beziehungsweise den Jetstream kurz vor Amerika. Dort, wo der Punkt ist, müssen wir durch. Da sind unglaubliche 317 km/h Wind. Das ist der Jetstream. Diese Daten sind auf 10.000 Meter Höhe und wir werden auf 12.000 Meter Höhe circa fliegen. Ja, ich bin mal gespannt, ob es denn heute eine schaukelige Nacht wird oder ob ich den Flug genießen kann. Die Crew sagte schon, dass beim Briefing keinerlei Turbulenzen festgestellt worden sind bzw. mitgeteilt worden sind. Das beruhigt mich doch sehr, denn ich möchte diesen Flug hier auf dem Privacy Seat gigantisch genießen. Das ist übrigens unser Flugzeug, der Swiss Airbus A350-900 und er ist brandneu, er ist 0 Jahre alt. Und hier seht ihr es nochmal, Wanderlust Livery. Und unsere Abflugszeit verspätet sich schon fast um eine halbe Stunde. Wie nervig. Dabei sind wir doch pünktlich an Bord gegangen. Swiss erneuert deren Flotte und sie haben 10 Airbus A350-900 bestellt. Und der allererste, der seit Oktober 2025 in Einsatz ist, ist der mit der Wanderlust Livery. Die Wanderlust-Folierung soll eine Liebeserklärung an die Schweiz sein. Man findet dort drauf sogar ein Murmeli. Wir in Deutschland nennen es Murmeltier. Und so ein Murmeli habe ich sogar tatsächlich mal in Zermatt kennengelernt.
Es hat mich angefiebt, dass ich bitte weggehen sollte, obwohl ich voll weit weg war. Ein Murmeli ist wirklich schön. So langsam geht es in Richtung Startbahn. Gerade ist Pushback und hier seht ihr nochmal das schöne Inselgebäude. Wir machen uns langsam auf zur Startposition. Alle Flugzeuge, die gerade starten, starten in unsere Fahrtrichtung. Also müssen wir wohl nochmal umdrehen. Die Kabine hat jetzt angenehmes warmweißes Licht. Wir sehen den Sonnenuntergang, aber das Fenster ist so dreckig, es spiegelt. Wie schade. Aber ihr habt die Umrandung erkannt, dass das helle da hinten die Sonne ist. Da hinten ist noch ein Swiss-Flieger und unser Triebwerk. Ich spiegel mich im Bildschirm. Wann dürfen wir denn endlich los? Die Lämpchen auf dem Boden zeigen immer noch rot an. Ihr habt's gehört, Cabin Crew, prepare for departure. Die Lichter sind aus, wir dürfen zur Startposition. Startbahn 16. Da sehen wir sie komplett. Anscheinend starten wir nach Süden. Da muss er wohl eine große Kurve machen, denn wir müssen in Richtung Westen. Jetzt aber Action. Wow. Das ist ja ein Sound. Die Kamera ist der Meinung, sich der Geschwindigkeit anzupassen. Da sehen wir noch mal die Insel. Oh, wir starten schon. Boah. Der geht aber schnell in die Luft. Heftig. Meine Güte, hat der Sting Power. So schnell sind wir ja vorhin im A220 gestartet. Ah, heftige Kurve. Hört ihr die Verringerung des Schubes? Also er macht einfach eine 270-Grad-Wendung. Scheint mit dem Flugzeug wohl ganz normal zu sein, wenn das so wendig ist. Wir sehen noch ein bisschen vom Sonnenuntergang. Tja, so schnell kann man sich in Flugrichtung stellen. Wunderschön. Wir sehen die Sonne, den Sonnenuntergang und den Flughafen Zürich nochmal von oben. Wow. Wir fliegen jetzt in Richtung Sonne. Toh, hat der schnell die richtige Flugposition erreicht. Wahnsinn. Das ist echt beeindruckend, wie schnell dieses Flugzeug an Höhe gewinnt. Und hier sehen wir es, 7 Stunden 45 Minuten soll unser Flug dauern. Mach's gut Zürich, macht's gut liebe Alpen. Auf geht's in Richtung Atlantischem Ozean. Da ist unser Triebwerk im Sonnenuntergang. Also das war echt ein heftiger Start. Ich habe, glaube ich, noch niemals einen so sanften Start erlebt. Ich bin gespannt, wie der Flug weiterhin verläuft. Jetzt kann ich ja mal meine Kabine entdecken. Wir wollen natürlich die Moving Map haben. Die finde ich immer am tollsten. Sie lädt. Da ist sie. Ich würde sie gerne auf dem großen Bildschirm sehen. Um die Daten vom Tablet zu spiegeln, müsst ihr diesen kleinen Button drücken. Vorhin war hier noch die Anzeige für Sitzgurte. Die ist jetzt aus. Man darf jetzt aufs Klo gehen. Die
Werbung ist vorbei. Jetzt kann ich die Weltkarte genießen. Ja, es ist jetzt 18:16 Uhr. Na, da kommen die guten Informationen. Erst 8.600 Meter Höhe. Okay, jetzt sehen wir so ein Feed. Später werden wir bis zu 12.000 Meter fliegen. Ich muss mich mal in eine Lounge-Position begeben. Da ist so ein schöner Knopf, der den Sitz runterfährt. Yeah! Das sollte reichen. So ein leichter Winkel ist angenehm. Oh, ist mir sogar zu viel. Ein kleines Stück hoch, bitte. Ja, jetzt ist gut. Dann kann ich mich noch gut an. Ich gehe mal auf die Suche nach Features. Es soll WLAN geben, aber es ist noch nicht verfügbar. Mal gucken, was passiert. Nicht. Ich versuche es einfach später nochmal. Gerade kam noch eine Lieferung. Das ist Rivella und das sind Cashewkerne. Beim Tablet gibt es einen tollen Knopf. Und dann kann man es rausziehen. Oh, es will wieder rein. Und hier sehen wir nochmal die ganzen Einstellungen, die dieser Sitz hat. Man kann sogar die Kissenhärte einstellen. Sitzposition einzeln bestellen. Man kann ihn wärmer und kälter machen. Vorwärts, rückwärts. Und hier sehen wir nochmal, wie lange wir angeblich noch fliegen. Die Beleuchtung kann man auch steuern. Hier kann man noch die Lautstärke von den Kopfhörern einstellen und Kopfhörer generell verbinden. Und WLAN soll es auch geben. Aber vorhin, als ich mich eingeloggt habe, gab es noch kein WLAN. Und hier sind die ganzen Informationen, die ihr aufrufen könnt. Entertainment, da gibt es bestimmt einige schöne Filme. Running Man, der war gut. Mit dem Button da oben rechts könnt ihr die Crew rufen. Nun geht's los. Die Vorspeise wurde geliefert. Garnelen. So sehen die Garnelen aus bei Swiss. Da ist noch ein bisschen Butter, Salat, French Dressing und der Ausblick auf den Bildschirm. Man bekommt hier doppeltes Besteck. Anscheinend einmal für die Vorspeise und für das Hauptgericht. Nee, kein Logo drin. Doch, da unten ist ein Logo drin. Die Garnelen sind super. Muss man natürlich mögen. Mittlerweile weiß ich auch, warum das WLAN nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Die Bordchefin kümmert sich darum. Mal gucken, ob sie es noch hinbekommt. Hier scheinen wir verschiedene Luftströme zu sehen. Und das Erstaunliche ist, die Wolken wirken so, als wenn sie gigantisch hoch sind. Wir sind jetzt auf ungefähr 11.000 Metern Höhe und die Wolken scheinen gerade mal 1.000 Meter unter uns zu sein. Vorher waren es 950 km und jetzt sind wir runter auf 900. Das Flugzeug hat eine Standardreisegeschwindigkeit von um die 900 km/h. Die Wolken zu beobachten ist wirklich schön. Für mich wirkt es gerade so, als wenn wir eine neue, noch höhere Schicht Wolken unter uns haben. Das Abendessen wurde gerade geliefert. So sieht's auf dem Bild aus und so sieht's in echt aus. Ich habe es schon mal aufgeschnitten, damit man mal gucken kann, ob es gut gegart ist. Ich würde sagen, es ist top. Es ist ein Rinderfilet mit Za'atar und Datteljus. Dazu Kartoffelpüree mit Harissa, Karotten und Romanesco. Wow, das Fleisch ist super zart und die Kräuter, die oben drauf sind absolut Hammer. Ihr werdet mit Sicherheit durstig während des Fluges sein. Und da gibt es dann natürlich die Champagner, Weißwein und Rotwein bzw. Rosé-Weinkarte. Fangen wir an. Champagner, Jacquard. Den gibt es sogar auch auf Kurzstreckenflügen bei Swiss. Dann haben wir hier den Spitzer Riesling und dann La Balena. Da kommt der Rotwein. Ein Pinot Noir 2024. France, den spreche ich nicht aus. Das ist zu kompliziert. Und ein Chianti Classico. Jetzt kommen die richtig spannenden Sachen, die Cocktails. Und da hatten wir ja als erstes den Swiss Alpine Essence. Jetzt weiß ich, was er mit Kakao meinte. Es ist wirklich weißer Kakao drin.
Also der war sehr, sehr lecker. Wenn ihr aber keine Minze mögt, ist das nichts für euch. Wir noch ein paar Aperitifs, zum Beispiel Campari. Und nicht alkoholische Getränke gibt es auch. Bier gibt es auch. Und dann die Softdrinks, Trivella, Cola, Säfte und natürlich Wasser. Tee und Kaffee gibt es auch. Und hier sind die hochprozentigen Sachen. Williams, Cognac, Appenzeller Alpenbitter, Whisky gibt's auch und Portwein. Ich denke, hier wird keiner verdursten. Wir sind jetzt beim Dessert. Erdbeer-Rhabarbersalat mit Mascarpone-Limettenmus. Schauen wir uns das an. Da kommt es. Sieht sehr schön aus. Super. Wir haben mittlerweile unsere maximale Flughöhe erreicht. 12.000 Meter. Und ihr seht, unsere Geschwindigkeit wird immer langsamer. Wir fliegen nur noch mit 839 km/h. Das heißt, wir haben ordentlich Gegenwind. Aber bisher ist der Gegenwind noch sehr harmlos. Es schaukelt fast gar nicht. Jetzt ist gerade das Anschnallgurtsignal angegangen und es hat ein bisschen mehr gewackelt. Ich werde daher etwas nervös, wenn das Gurtsignal angeht. Aber scheint schon wieder vorbei zu sein. War wohl nur ein kurzes. Gerade gab es noch Pralinen aus bester Schweizer Schokolade. Und jetzt schauen wir uns mal das Amenity-Kit an. Das Amenity-Kit enthält nicht allzu viel. Zahnpasta, Zahnbürste, Socken und Ohrstöpsel. Eine Schlafmaske muss man sich beim Service buchen. Ich habe mir mal eine Schlafmaske bestellt. Funktioniert, es ist schön dunkel. Ich versuche jetzt mal ein kleines Schläfchen zu machen, aber dafür muss ich den Sitz runterfahren. Da gibt es diesen schönen Button hier und es gibt auch noch am Touchpad einen Button für Bett. Aber ich möchte nicht komplett liegen. So müsste es gut sein. Ja, so ist gut. Gute Nacht. Bis in 1 bis 2 Stunden. Mittlerweile ist ein Großteil des Fluges geschafft. Es sind nur noch knapp 3 Stunden Flugzeit und dann bin ich in Boston. So sieht es hier gerade aus. Als wenn die Leute vorschlafen. Mir hat mal der Chefflugbegleiter aus einem Airbus A380 aus der First Class mitgeteilt, man soll möglichst versuchen, lange wach zu bleiben, damit man keinen Jetlag hat. Mir geht es noch ganz gut. Es ist jetzt 23 Uhr deutscher Zeit und in 3 Stunden, also so um 2 Uhr deutscher Zeit, sollen wir dann in Boston landen. Bisher fühle ich mich fit. Vielleicht trinke ich noch einen Kaffee, sodass ich dann halt in Boston gewohnt so um 23 Uhr Ortszeit oder sowas dann ins Bett gehen kann. So langsam kommt bei mir die Müdigkeit durch, aber ich habe ein Mittel dagegen. Käse und Kaffee. Ich habe tatsächlich gar nicht geschlafen und ich denke, ich werde gut wach bleiben. Käse und Schokolade können die Schweizer. Die Fluggäste wurden freundlich mit grellem Licht geweckt. Okay, als erstes war es warmweiß, jetzt ist es kaltweiß, sodass jeder schnell wach wird, weil in 30 Minuten ist Landung. Cabin crew, prepare for landing. Als ich gerade zur Toilette war, wurde ein Paket geliefert. Super, Schweizer Schokolade. Vielen herzlichen Dank, liebe Swiss. Es geht runter. Gleich ist die Landung in Boston. Ich möchte euch noch mal ein cooles Feature zeigen. Das ist die Kamera aus dem Cockpit. Oder wie sie nennen, Bordkamera nach vorne. Das ist auch eine tolle Kameraeinstellung. Die Bordkamera von oben. Genießen wir den Ausblick. Wunderschön. Oh, es kommen Regentropfen. Geht weg, ihr Regentropfen. Ich möchte doch volle Sicht haben. Okay, die Bordkamera nach vorn ist unten dann montiert. Wir sehen also das Fahrwerk. Scheint nicht so leicht zu sein, hier zu landen. Er muss ganz schön viel korrigieren. Genießen wir die Landung. Wobei, genießen ist gerade etwas schwierig.
Es muss ganz schön geackert werden, um den Flieger sanft und gerade zu Boden zu bekommen. Es ist ganz schön viel Wasser hier. Ach, da unten ist schon die Landebahn. Na, jetzt schwenken wir mal hier rüber, wa? Oh! Oh! Alter Schwede. Jetzt hat man mal die Landung vom Rad gesehen. Hui, das war heftig. Aber das Flugzeug ist so wendig und so robust, das steckt einfach alles weg. Das hat ja auch vorhin bestimmt 320 km/h Gegenwind einfach weggesteckt. Ach schade, jetzt sieht man nichts mehr. Zu viele Regentropfen. Der Flug ist vorüber. Die 8 Stunden waren anstrengend, aber irgendwie auch schön. Das Flugpersonal war so top. Ich habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt. Und jetzt kommt ja noch ein spannender Teil. Jetzt kommt die Einwanderung. Weil wir wissen ja, man braucht hier ein ESTA-Visum. Und man wird halt auch ordentlich kontrolliert. Wird schon klappen. Ich zeige euch, wie ihr hier in Boston durch die Einwanderungskontrolle kommt. Bevor wir aber zur Einreise kommen, zeige ich euch noch, wie ihr einen Flug von Zürich nach Boston als One-Way-Flug bucht. Ich habe dann einfach mal einen Flug genommen, der knapp 2 Wochen nach meinem Flug ist, habe ihn auf Business Class eingestellt und dann schauen wir uns doch mal die Preise an, die dabei rauskommen, weil ein One-Way-Flug ist immer super teuer. Deswegen meine Empfehlung ist immer, einen Return-Flug zu nehmen. Wir sehen, das ist gerade in Schweizer Franken, weil der Flug ja ab Zürich gegangen ist. Wir stellen mal schnell auf Euro um und dann kommt heraus, unglaubliche 6.069 € für den günstigsten Business-Class-Flug und es geht hoch bis auf 6.500 als Business-Class Flex. Ich hingegen habe den Flug mit Meilen gebucht. Hin und zurück habe ich 117.000 Meilen bezahlt plus 1.036 € Steuern. Und da sind auch dann direkt die Zubringerflüge von Hannover nach Zürich bzw. zurück von Boston nach München, nach Hause nach Hannover drin. Und es geht raus. Zum Abschied sehen wir nochmal das Swiss-Logo. Und hinaus! Okay, Passport Control. Welcome to Boston. Okay, US Border Customs. Links. Download the free Mobile Pass App. Okay, wir haben alles. ESTA haben wir. Sollte keine Probleme geben. Ist wohl gerade noch ein anderer Flieger gekommen. Folgen wir einfach der Masse. Also der Flug war ja mal wirklich Granate, ne? Wahnsinn. Das Flugzeug hat so viel Power. Da merkt man sogar richtig die Fliehkräfte. Und er ist unglaublich hoch geflogen, damit wir über den bösen Stürmen sein könnten. Er ist sogar in der Spitze 12.500 Meter hoch geflogen. Und damit waren die Turbulenzen nicht so schlimm. Absolut super Flieger. Visa und ESTA, da sind wir schon gut. Oh, hier ist aber was los. Hoffentlich dauert das nicht so lange. Okay, es sind wohl doch ein paar mehr Leute. Welcome to Boston. U.S. passport holders, U.S. permanent residents, Wir müssen Canadian passport holders rechts rum. proceed to the red lines. Visa und ESTA. Wir haben ESTA. Holders proceed to the red lines. Visa So sieht das aus. holders proceed to the blue lines. Global entry holders and mobile passport Und hier werden jetzt die Personalausweise getestet. Immigration ging super schnell. Wir sind jetzt zu zweit hier und innerhalb von 5 Minuten war alles fertig. Fingerabdrücke genommen, ein Foto mit der Kamera
top, null Problemo, super. Und jetzt suchen wir unseren Koffer. Kofferband gefunden. Mal gucken, wann die Koffer kommen. Ein langer Flugtag ist nun zu Ende. Ich bin ja schon seit 12 Stunden unterwegs, von Hannover nach Zürich und jetzt von Zürich nach Boston. Alles hat gut geklappt. Ja, war ein wunderbarer Flug. Natürlich auch ein bisschen anstrengend mit den Turbulenzen, weil wir hatten 320 km/h Gegenwind, aber das Flugzeug hat einfach alles fast absorbiert. Also unglaublich, A350-900, super Flugzeug. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.